Es war an Weihnachten, als Anna Jamin aus Wiesbaden an Corona erkrankte. Ich habe ziemlich viele Symptome mitgenommen. Also ich habe Geschmack und Geruch verloren gehabt. Ich war sehr schwach durch das Fieber und durch den wenigen Sauerstoff, den ich bekommen hatte. Und das Schwierige an der Sache war aber eigentlich, fand ich, so die Psyche, dass man das alles im Fernsehen immer sieht und man irgendwie keine Hilfe bekommen hat, weil man war ja in Quarantäne und durfte nicht zum Arzt oder der durfte nicht zu einem und damit habe ich Probleme gehabt irgendwie, dass ich mich so hilflos gefühlt habe in der Situation. Anna Jamin ist Läuferin, trainiert 6-mal die Woche. Sie denkt, sie muss 2 Wochen Corona durchhalten und dann ist sie wieder fit. Fehlanzeige. Für mich war so, ja okay, jetzt gehe ich raus und es wird schon irgendwie in Ordnung sein. Und immer wenn ich 2 Schritte nach vorne gemacht habe, habe ich im Endeffekt 10 wieder zurückgemacht. Also gerade diese Schwäche und dieses Lungenbrennen, das hat mich im Alltag noch ganz, ganz lange verfolgt. Die Langstreckenläuferin ist selbst Monate nach der Erkrankung noch fix und fertig. Mein größtes Problem war eigentlich die Lunge und dieses Schwächegefühl. Also man steht auf und denkt, alles ist in Ordnung und im nächsten Moment ist man super schwach, geht eine Treppe hoch und denkt sich so, sonst bin ich im 2. OG locker hochgelaufen und auf einmal wie Erstickung, also dass man keine Luft fürs 2. OG irgendwie hat. Ja. Das ist super schwierig zu akzeptieren, gerade als Sportler, dass man nicht mehr die Bewegung machen kann, die man vorher gewohnt ist. Und ich ja auch es versucht habe und immer wieder diesen Schlag ins Gesicht bekommen habe, dass es eben nicht funktioniert, so wie ich es halt kannte. Also ich hatte super Angst, dass ich meinen Sport nicht mehr ausüben kann, weil auch jeder nicht wusste, wann ich ihn überhaupt in der Art und Weise wieder ausüben kann. Nach ein paar Monaten entschließt sie sich, Hilfe zu holen, denn auch ihre Psyche war angeknackst. Man macht sich halt immer Gedanken, werde ich das in dem Ausmaß noch mal machen können? Hat die Lunge was Dauerhaftes abbekommen? Ich hatte nie Asthma oder irgendwas mit der Lunge. Von daher war das irgendwie erstmal auch neu. Und man hat ja dann immer gleich so den Gedanken, ja, wird das überhaupt wieder? Das wird nie wieder. Dr. Martina Lukas behandelt in der Wiesbadener DKD Long-Covid-Patienten wie Anna. Viele hatten zuerst einen milden Verlauf. Long-Covid ist oftmals das weitaus größere Problem. Meine Sorge wäre auch nicht der Akutverlauf bei den jungen Menschen, sondern das Long-Covid. Und das kann wirklich berufsgefährdend, damit lebenserschütternd sein. Es ist mir ein großes Anliegen, dass es eben nicht vergessen geht, weil es so große Auswirkungen auf das Leben dieser Menschen haben kann. Viele können nicht mehr arbeiten, können sich nicht mehr körperlich gut belasten. Das ist einschneidend. Ihre Patienten leiden oft Monate nach der eigentlichen Erkrankung an den verschiedensten Symptomen. Es ist ein Erschöpfungssyndrom, das wir auch schon nach anderen schweren Infekterkrankungen kennen, das bei Covid aber öfters auftritt. Es tritt Monate nach der Erkrankung und auch im Anschluss an die Erkrankung auf und die Erschöpfung beinhaltet eben nicht nur Erschöpfung, und das ist wichtig zu verstehen, sondern auch Muskelschmerzen, Atemnot, Druck auf der Brust, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und auch Stimmungsschwankungen, die bis hin zur Depression gehen können. Das, worunter die meisten am stärksten leiden, ist einmal tatsächlich die schlechte körperliche Belastbarkeit. Und die äußert sich sowohl in der schnellen Erschöpfbarkeit als auch in Atemnot und Druckgefühl auf der Brust, was dann Angst macht. Und was für viele auch ganz schlimm ist, sind die Konzentrationsstörungen und die Vergesslichkeit. Es gibt Menschen, die deshalb ihren Beruf nicht mehr ausüben können, weil sie Dinge vergessen oder auch, wenn man Projekte parallel betreiben muss, das von der Konzentration gar nicht mehr schaffen. Doch man kann etwas dagegen tun. Erstmal klären wir, ob wir körperliche Veränderungen finden an Herz und Lunge. Wenn wir das nicht tun, konzentrieren wir uns auf die Erschöpfung, die die Beschwerden ja verursacht. Und die behandeln wir, indem wir den Patienten erklären, dass sie die Erschöpfung akzeptieren müssen zu Beginn und innerhalb ihrer Grenzen bleiben sollen. Das ist gar nicht so leicht, weil wir gewohnt sind, Grenzen zu überschreiten, um aus Erschöpfung rauszukommen. Aber in diesem Fall müssen Menschen auf ihren Körper hören und langsam Schritt für Schritt ihre Belastbarkeit steigern. Im Endeffekt hat man mir am meisten geholfen, indem man mir mit diesem Atemtraining geholfen hat, wieder die Kraft zu bekommen und den Sauerstoff wieder mehr zu haben und die Sicherheit, dass einfach
einfach mein Herz zum Beispiel beim MRT, dass dann alles in Ordnung war, einfach im Kopf die Sicherheit zu haben, okay, es ist nichts Schlimmeres passiert und es dauert halt jetzt einfach nur eine Zeit. Wie geht's Ihnen heute? Ich trainiere wieder ganz normal, 6-mal die Woche, das klappt alles. Was noch zurückgeblieben ist, ist, dass der Geruchssinn noch nicht bei 100% ist. Okay. Zum Glück geht es Anna Yamin jetzt, 10 Monate nach der Erkrankung, sonst wieder gut, körperlich und seelisch.